Liebe Freundinnen und Freunde der Violetten Garage, hier ist die Michaela, die Kreativdirektorin der Violetten Garage, und ich bin seit unfassbar langer Zeit und seit vielen Jahren mit dem Christian zusammen und verheiratet. Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es doch mal ganz interessant, den Christian ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich ihm gerne stellen möchte. Und deswegen gibt es heute mal ein violettes Interview. Also, mein Christian, wie bist du auf die Hochfrequenz-Heilapparate gekommen? Ja, wir waren ja vor ganz langer Zeit, die Micha und ich, gemeinsam auf einem Flohmarkt hier in Schweinfurt. Und dann habe ich so ein Kästchen gesehen und da war Glas drin und es war so mit violettem Samt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und da habe ich gesagt, das möchte ich haben. Dann habe ich die Micha vorgeschickt. Die Micha hat gut verhandelt und so habe ich den ersten Apparat gekriegt. Und dann sind wir heim zu der Micha, ihrem Papa, und der hat sich mit Elektronik und Elektrik gut ausgekannt. Und dann haben wir das angemacht und dann hat es so gebrummt und violett geleuchtet. Und seit dem Zeitpunkt war ich eigentlich dabei, weil ich wusste habe, das wird genau mein Thema. Und war dir damals schon klar, dass du die sammeln möchtest? Ja, ich meine, das kam dann halt so. Das hat mich fasziniert und dann habe ich gemerkt, da gibt es ja noch viel mehr. Und dann habe ich gedacht, das muss ich alles haben. Und, ja, und so ging es dann los mit der Sammelleidenschaft. Und ich habe dann auch gemerkt, wie unterschiedlich diese Apparate sind und wie spannend, was für eine Vielfalt die haben. Und das war dann eigentlich auch der Beginn meiner Sammelleidenschaft, der dann begonnen hat. Ja, und wie war das jetzt? Manche dieser Geräte haben doch nicht funktioniert. Konntest du die von Anfang an reparieren oder wie bist du da vorgegangen? Das war eigentlich, ich habe ein paar Freunde gehabt in Nürnberg, die haben sich super ausgekannt, auch mit Elektrik, und denen habe ich die Sachen gezeigt und dann haben die das für mich repariert. Und auch ein Freund von mir, der Sensei, der Atze, der hat mal gesagt, hey, ich lade dich mal einen Tag zu mir ein und dann reparieren wir ein solches Gerät gemeinsam und ich zeige dir das, wie das geht. Und das war eigentlich da, wo ich gelernt habe, Apparate zu reparieren, und das ist auch die Grundlage von meinem heutigen Reparaturwissen. Das ist damals gelegt und das ist halt gewachsen im Laufe der Zeit mit viel Erfahrung. Wie lange ist es her? Weißt du das noch? 20 Jahre? Etwa 20 Jahre ist das her. Es war ein schöner Tag und für mich war das unglaublich toll. Und das war, glaube ich, auch der Beginn meines YouTube-Kanals, der Violetten Garage. Eins der ersten Videos handelt von diesem Reparaturlehrgang, den ich damals genossen habe. Ja, und was macht dir daran so Spaß? Das Reparieren oder sind es die Geräte? Ist es das Blitzen? Was ist es denn jetzt? Das hat sich im Lauf der Zeit verändert. Am Anfang war es tatsächlich dieses Blitzen und dieses Geräusch dieser Apparate. Und dann dann hat mich die Vielfalt dieser Apparate begeistert. Dann habe ich angefangen, die Elektroden und ihre Wirkung zu verstehen. Und irgendwann habe ich mich dann auch mal aus einem Forschungsdrang auch mit der Geschichte dieser Apparate befasst und mit den Handbüchern und mit den Hintergründen. Und ich bin nur so neugierig auf so viele Dinge, die mit den Apparaten verbunden sind, dass ich also auch für die nächsten Jahre noch viele, viele Fragen habe, viele, viele Forschungsthemen, denen ich nachgehen will. Du hast ja irgendwann die Violette Garage ins Leben gerufen. Was genau ist denn die Mission der Violetten Garage? Was ist die Vision? Auch die hat sich verändert. Am Anfang war es ja eigentlich eine Unterstützung für andere Menschen, die auch Hochfrequenzapparate reparieren wollen. Dass so viele Apparate wie möglich wieder instand gesetzt werden können, dass die
auf der Welt halt ihre Heilwirkung entfalten. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das Reparieren auch wichtig ist, aber dass das Behandeln, also das Nutzbarmachen dieser Technologie, dass das ein Schwerpunkt sein muss. Und insofern ist eigentlich die Vision, dass viele, viele Leute auf der Welt sich mit funktionierenden Apparaten behandeln können und sich selber heilen, ohne Chemie zu essen, ohne leiden zu müssen. Und es ist eine Vision, die was mit Gesundheit und mit Heilung zu tun hat. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ja. Finde ich einen super Hauptpunkt und finde ich mega toll. Und da stellt sich mir schon die Frage, wir haben ja bestimmt 600 Geräte, die unser Leben intensiv bereichern. Und wieso müssen es so viele Apparate sein, die du hortest und in unser Leben bringst? Ich finde es ein bisschen heimtückisch, das jetzt zu fragen. Am Anfang war mal die Idee, dass ich von jedem existierenden Apparat ein funktionierendes Exemplar habe, damit, wenn Exemplare auf meinen Reparaturtisch kommen, mit denen ich nichts anfangen kann oder die verbastelt sind, dass ich weiß, wie die aussehen müssen. Das war die Grundidee. Leider kam da noch ein gewisser Sammelwahn dazu und insofern sind wir schon ein bisschen jetzt an den Grenzen angekommen. Eigentlich müsste man vermutlich ein neues Haus anmieten, aber ich fühle mich noch sehr wohl mit meiner wunderbaren Sammlung und immer, wenn ich auf dem Dachboden oben bin und mir überlege, welches Gerät ich jetzt hergebe, dann komme ich unverrichteter Dinge wieder runter und habe 100.000 Gründe, kein einziges zu verkaufen. Nur mal als kleiner Hinweis, er kommt runter und sagt, ich kann die nicht hergeben. Ich kann die nicht hergeben. Das geht nicht. Ich kann mich von keinem der Geräte trennen. Die sind alle so wunderschön. Ein bisschen liebe ich dich ja dafür. Ganz kleines bisschen. Hast du eine Lieblingselektrode? Das finde ich eine super Frage. Das ist der Abschluss von jedem guten Interview, die Frage nach der Lieblingselektrode. Bei mir ist es die Inhalationselektrode. Warum? Ich liebe diese runden Kügelchen für die Wattebäuschen und teilweise sind da noch ganz dünne Glasstäbchen drin. Das mag ich, wie die aufgebaut sind, dreiteilig oder zweiteilig. Und ich liebe die Aromatherapie. Die Aromatherapie ist eine unfassbar tolle Möglichkeit, Wohlbefinden durch Inhalation von ätherischen Ölen und auch ganz kleine Ozonisierung zu haben. Das ist die Lieblingselektrode. Gut, das verstehe ich. Wunderbar. Ja, du, dann danke ich dir erstmal für das erste Video. Und ich überlege mir noch ein paar Fragen und dann machen wir vielleicht mal noch eins. Und Danke dir auch. Vielen Dank. ich liebe dich für dein Hobby. Oh. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen vom Violetten.